Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu einem relativ coolen Gadget für Kameras, was euch ordentlich mehr Power liefert. Und zwar dem Ulanzi BG3 Akkugriff. Ja, das ist so gesehen eine Powerbank mit 10.000 Milliampere-Stunden und die lässt sich durch die Griffform natürlich vor allem in Verbindung mit Kameras nutzen und macht da natürlich auch relativ viel Sinn. Ich habe das Ganze mit dem DJI Osmo Pocket 3 genutzt und auch mit der Insta360 X4, weil hier macht das Ganze Sinn. Ihr habt natürlich diese Griffform, könnt die Kameras oben montieren und habt dadurch einen 1A Griff, wo ihr natürlich das Ganze fürs Vloggen verwenden könnt. Natürlich macht es aber auch Sinn, wenn ihr längere Aufnahmen machen wollt, wie zum Beispiel Zeitraffer oder sowas. Da sind die internen Akkus ja meistens ziemlich oft leer, gerade wenn der Zeitraffer dann vielleicht mal ein paar Stunden dauern soll. Da ist so ein Griff natürlich von Vorteil. Ihr könnt da natürlich eine handelsübliche Powerbank dazu verwenden, aber bei dem Griff macht es natürlich Sinn, denn ihr könnt die Kamera einfach direkt oben montieren, habt hier unten auch noch ein Stativgewinde, könnt den also so gesehen einfach aufs Stativ schmeißen, die Kamera oben drauf und habt hier nur ein Zwischenstück. Wie gesagt, bei Zeitrafferaufnahmen. Ihr könnt es aber auch gerade in Verbindung mit dem Osmo Pocket 3 oder eben der X4 als Griff zum Vloggen oder Aufnehmen verwenden und spart euch hier ein weiteres Stativ. Es macht also schon ganz schön Sinn. Natürlich dadurch, dass das Ding hier eigentlich eine ganz normale Powerbank ist, könnt ihr das auch mit Smartphones oder anderen Kameras verwenden, solange sich das Gerät über USB powern lässt. Aber die Griffform bietet sich da natürlich an, um das Ganze als Griff zu verwenden. Dann kommen wir jetzt einfach mal zu ein paar Daten von dem Griff. Der Griff selber kommt mit einer Länge von ziemlich genau 20 cm. Da ist das Gewinde hier oben schon mit eingerechnet. Wenn ihr das weglasst, dann seid ihr hier bei 19,5 cm. Im Durchmesser bringt er da 3,3 cm. Vom Gewicht her seid ihr hier bei 275 Gramm. Das ist also für die Größe und vor allem die 10.000 Milliampere-Stunden eigentlich noch relativ human. Insgesamt liegt er wirklich sehr gut in der Hand. Er ist schön verarbeitet, hat hier keine irgendwie scharfen Kanten oder sowas. Er bietet euch unten eben ein Viertelzoll Gewinde, wo ihr das Ganze auf einem Stativ montieren könnt und oben natürlich den Viertelzoll, ja, die Viertelzoll Schraube, wo ihr das Ganze an der Kamera montieren könnt. Unten sowie oben ist das Ganze auch ein bisschen gummiert, sodass ihr euch da nichts verkratzt, also keine Kameras verkratzt und auch hier den Stativfuß oder sowas nicht verkratzt. Im Lieferumfang selbst ist auch ein kleiner Stativfuß mit dabei. Der lässt sich hier also einschrauben, dann könnt ihr das Ganze auch abstellen, der lässt sich auch einklappen. Der bringt hier natürlich dann noch ein bisschen Länge mit, lässt sich aber wie gesehen hier demontieren. Was dann natürlich von Vorteil ist, weil da lässt sich das Ding eigentlich ziemlich kompakt überall in eine Tasche stecken und aufgrund der 10.000 Milliampere-Stunden könnt ihr das auch ohne Probleme mit im Flugzeug mitführen. Da gibt es ja eine Begrenzung, was Powerbanks haben dürft. An die kommt ihr mit dem Griff hier nicht hin, deswegen auch da gibt es keine Probleme. Der Griff selbst liegt dann wie gesagt gut in der Hand. Er ist auch hier an der Seite gummiert. Ihr habt hier also wirklich einen festen Griff, könnt den da richtig gut packen und habt ja, ein Grip, wo ihr auch die Kamera oben sicher halten könnt. Insgesamt kommt er dann mit zwei Anschlüssen. Ihr habt hier einmal einen USB-C-Anschluss und einmal einen USB-A-Anschluss. Beide Anschlüsse könnt ihr parallel verwenden. Das heißt, ihr könnt an beide Anschlüsse jeweils eine Kamera oder sonst was anschließen. Der lädt dann einfach beides. Ihr habt eine Ladeleistung von 18 Watt über USB-C. Da lässt sich also schon ordentlich was mit betreiben. Dazu habt ihr dann noch hier so eine kleine LED-Anzeige mit 4 LEDs, die euch da den Stand verrät, wie viel Power im Griff noch vorhanden ist. Jetzt ist es so, ihr könnt die Anzeige nicht auf Knopfdruck oder sowas abrufen, denn der Griff hat keinen Knopf. Ihr habt aber, sobald ihr etwas einsteckt, direkt die Anzeige und seht da, wie voll der Griff noch ist. Also ihr seht es eben grob, weil eben nur 4 LEDs zur Verfügung stehen. Wie gesagt, kommt der Griff mit 10.000 Milliampere-Stunden. Das heißt, wenn wir da mal als Vergleich den Akkugriff vom Osmo Pocket 3 Creator Kit nehmen, der kommt mit 950 Milliampere-Stunden. Das heißt, dieser Griff bietet euch mehr als 10-mal so viel Leistung, was ihr da also zur Verfügung habt, wenn ihr da längere Aufnahmen machen wollt. Und auch wenn wir das Ganze mit der X4 von Insta360 vergleichen, die hat einen 2290 Milliampere-Stunden Akku, glaube ich. Das heißt, ihr habt auch hier fast 4-mal so viel Power zur Verfügung. Es macht also wirklich Sinn. Das bringt euch also insgesamt ordentlich Laufzeit und auch gerade in Verbindung mit der X4 habt ihr hier den Vorteil,
Vorteil, dass der Griff automatisch ausgeblendet wird. Das heißt, wie mit dem Standardzubehör, den Standardgriffen, die es da gibt, wird euch nachher im Video der Griff automatisch ausgeblendet und ihr müsst hier da keine Nacharbeit machen, um den Griff verschwinden zu lassen. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Natürlich ist es auch relativ gut designt, dass die Anschlüsse hier oben im oberen Bereich sind, weil wenn ihr die Kamera hier oben anbringt, dann könnt ihr einfach ein relativ kurzes, ich sag mal USB-C-Kabel oder eben USB-A auf USB-C oder sowas Kabel nehmen. Das ist also sehr gut designt. Der Griff insgesamt macht wirklich sehr viel Spaß, vor allem in Verbindung mit dem Stativ. Habt ihr hier einfach immer so ein kleines Stativ zur Verfügung und könnt es einfach überall platzieren mit der Kamera oben drauf und anfangen, Videos aufzunehmen, zu vloggen und so weiter. Gerade ja, gebe es euch einfach als Tipp für den Osmo Pocket 3. Da hat es wirklich Vorteile, weil ihr könnt es ja auch mal ein bisschen schräg hinstellen. Der Osmo gleicht es ja alles aus. Und das ist natürlich schon alles sehr cool. Wie gesagt, der Griff ist, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang schon erwähnt habe, er ist gerade im Prime Day Angebot. Kostet da, glaube ich, 39 € statt knapp 50 €. Meiner Meinung nach also eine sehr gute Investition, wenn ihr einfach die Power für unterwegs braucht. Es macht natürlich Sinn, wenn ihr lange Langzeitaufnahmen, Zeitraffer oder sowas aufnehmen wollt oder eben in Gegenden unterwegs seid, wo ihr nicht die Möglichkeit habt, da mal zwischendurch zu laden. Ich verlinke euch das Ganze mal unten in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das mal anschauen und gegebenenfalls auch bestellen. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare unten stellen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.